Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Die Amazfit Falcon ist schon seit einiger Zeit auf meinem Testradar. Kein Wunder, denn was die zumindest auf dem Papier verspricht, klingt ja wirklich fantastisch. Ob Amazfit mit dieser Uhr aber alle Versprechen halten kann, das schauen wir uns heute in meinem Video an. Ich war damit laufen, wandern, schwimmen, habe Krafttraining gemacht, um für euch herauszufinden, wie gut die Uhr tatsächlich ist. So, wie in all meinen Videos fangen wir mal mit den technischen Details an. Das Gehäuse der Uhr hat einen Durchmesser von 49,45 x 47,2 und hat eine Dicke von 12,95 mm. Das Gehäuse besteht aus Titan und hat auf der rechten Seite hier und hier jeweils einen Knopf, sowie auf der anderen Seite ebenfalls zwei Knöpfe. Auf der Rückseite finden wir den optischen Herzfrequenzmesser, den sogenannten BioTracker 3.0, plus hier weiter unten finden wir den Ladeanschluss mit dem beiliegenden Ladekabel. Das sieht so aus, lässt sich damit die Uhr je nach Ladestand bis maximal 2 Stunden wieder aufladen. Das Display ist ein AMOLED-Display mit 1,28 Zoll, das sind 3,25 cm. Die Auflösung beträgt 416 x 416 Pixel, ist aus Saphirglas und ein Touchscreen. Das Gewicht der Uhr ist 64 Gramm, das aber ohne Armbänder. Diese sind 22 mm Armbänder mit einem Schnellverschluss. Das kennt man im Prinzip von Garmin und von Coros. Das heißt, hier kann man relativ einfach die Armbänder wechseln. Und wenn man andere Armbänder hat, wie ich hier das graue zum Beispiel, kann ich das relativ schnell wechseln und habe schon wieder einen anderen Look auf der Uhr. Die Uhr kostet aktuell auf Amazon 550 €. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Falls ihr euch überlegt, die Uhr zu holen, würde es mich freuen, wenn ihr diesen verwendet. Ihr habt dadurch keinerlei Nachteile und helft meinem Kanal. Wie sieht es mit der Akkulaufzeit aus? Laut Amazfit soll der typische Nutzer 14 Tage mit der Uhr schaffen. Bin ich ein starker, ein Power-User, dann schaffe ich mit der Uhr auf jeden Fall 7 Tage. Und schalte ich die Uhr in den Akkusparmodus, dann komme ich mit einer Ladung sogar 30 Tage aus. Bei GPS-Aktivitäten soll die Uhr mit höchster Genauigkeit 21 Stunden schaffen, im ausgewogenen Modus 38 und im stromsparenden GPS-Modus sogar bis zu 50 Stunden. Ich persönlich habe mit der Uhr, je nachdem wie stark ich sie verwendet habe, im Schnitt ca. 10% pro Tag verloren. Ich muss dazu sagen, dass ich das Always-On-Display deaktiviert hatte. Ich habe die Stressüberwachung aktiviert und auch die Herzfrequenzmessung, die jede Minute meinen Puls gemessen hat, war aktiviert. Das heißt, ich komme mit diesen Einstellungen ca. auf 10 Tage. Bei meinen GPS-Aktivitäten, wo ich immer die höchste Genauigkeit eingestellt habe, konnte ich feststellen, dass ich ca. 5% pro Stunde verloren habe, was eine maximale Laufzeit von 20 Stunden bedeuten würde. Meine Erfahrung deckt sich also im Großen und Ganzen mit den Herstellerangaben. Wie sieht die Menüführung aus, bzw. welche Funktionen haben diese 4 Knöpfe? Wenn ich rechts oben auf den Knopf drücke, komme ich zu meinen Aktivitäten. Es gibt in Summe 150 Stück davon und hier kann ich dann sozusagen mein Workout starten. Rechts unten komme ich zu meinem Menü mit den ganzen Apps. Hier finde ich alle Funktionen der Uhr. Zusätzlich komme ich in dieses Menü, wenn ich von rechts nach links wische. Links oben habe ich ein sogenanntes Hotkey-Menü. Hier habe ich einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen. Wenn ich von oben nach unten wische, komme ich ebenfalls in dieses Menü. Drücke ich die Taste links unten, komme ich in ein sogenanntes Shortcut-Menü. Hier habe ich einen schnellen Überblick über meinen Trainingsstatus, V2 Max, mein letztes Training, Aktivitäten, Schlaf etc. Wenn ich von unten nach oben wische, komme ich ebenfalls in dieses Menü. Die Frage, die sich natürlich stellt, ja, aber Stefan, was passiert, wenn du von links nach rechts wischst? Das kann ich euch auch zeigen. Hier komme ich zu meinen Benachrichtigungen.
Welche speziellen Funktionen hat die Uhr? Die Uhr zeigt mir den Trainingsstatus an. Wenn ich hier hineingehe, sehe ich meine Trainingsbelastung. Die ist unterteilt in 3 Bereiche. Ich hoffe, man sieht das. Ganz links ist der blaue Bereich, dann hier der grüne Bereich, in dem ich mich gerade befinde, und hier rechts ist der rote Bereich. Das heißt, wie ist meine Trainingsbelastung? Ist sie niedrig, mäßig oder hoch? Zusätzlich finde ich hier auch meinen VO2 Max bzw. meine Erholungszeit. Ein weiteres ziemlich praktisches Tool ist der sogenannte ZEP-Trainer. Das ist im Prinzip ein Algorithmus, der mir an von mir festgelegten Tagen Vorschläge macht, wie intensiv und wie lange ich trainieren soll. Das Ganze ist dann auf ein Wochenziel ausgelegt und passt sich meinem Trainingszustand, meinem Ermüdungsgrad etc. an und hilft mir dabei, die richtige Balance zu finden. Gehe ich hier rein, sehe ich zuerst einmal meinen heutigen Plan, welches Training ich heute noch machen muss. Gehe ich weiter, sehe ich meinen Trainingsfortschritt, ganz oben den Trainingsfortschritt für den Tag, unten für die Woche. Und wenn ich noch weiter gehe, sehe ich meine Trainingstage bzw. meine Ruhetage. Die Uhr zeigt mir auch meinen Pi-Score an. Pi bedeutet Personal Activity Intelligence oder zu Deutsch persönliche Aktivitätsintelligenz, ist keine Erfindung von Amazfit, sondern von der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technik. Pi beruht auf Messungen der Herzfrequenz. Je höher diese ist, desto mehr Punkte bekomme ich. Ziel ist es, in einer Woche 100 Punkte zu erreichen und diese dann zu halten. Jeden Tag werden dann die Punkte, die man vor 7 Tagen verdient hat, gelöscht und man muss sie wieder neu dazu verdienen. Gehen wir kurz rein. Hier sehen wir die letzten 7 Tage. Hier sehen wir jeden Tag, wie viel Pi-Punkte ich dazu bekommen habe. Hier sieht man am Tag, wofür ich die Punkte bekommen habe. Heute habe ich nur 5 Punkte bekommen, weil ich nur niedrig und mäßig trainiert habe. Hier sieht man noch einmal den Pulsverlauf. Ja, und das war es auch schon. Warum gerade 100 Punkte? Die Forschungen der Universität haben gezeigt, dass Menschen, die 100 oder mehr Punkte über einen längeren Zeitraum pro Woche haben, im Schnitt um 8 Jahre länger leben und das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen damit wesentlich verringert wurde. Die Uhr hat natürlich auch viele weitere Funktionen. Sie misst meine Herzfrequenz, sie überwacht meinen Stress. Es gibt ein Sleep Tracking, das funktioniert eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Hier habe ich auch alle Schlafphasen aufgelistet, beziehungsweise habe ich auch eine Zusammenfassung meiner ganzen Aktivitäten, wie meiner Schritte, meiner Fettverbrennungszeit, meiner Stehzeit und hier zum Beispiel zusammengefasst meine Aktivkalorien, meine Passivkalorien, wie lange ich heute gegangen bin, wie lange ich gesessen bin, das war relativ viel, wie viele Stufen ich gestiegen bin und wie viel Strecke ich heute zurückgelegt habe. Und natürlich wird auch der Blutsauerstoff gemessen, wobei ich persönlich diese Funktion eigentlich nie verwende. Auf der Seite mit den Apps habe ich dann noch viele zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel ein Barometer, ein Wetter-Widget, ich kann mir Musik auf die Uhr laden, einen Alarm stellen, Kalendereinträge sehe ich, eine Stoppuhr etc. Wenn ich hier auf Mehr gehe, kommen weitere Apps noch zum Vorschein, wie Atemübungen, einen Countdown stellen etc. Und sollte mir das alles noch nicht reichen, dann kann ich mir aus dem App Store noch weitere Apps herunterladen. Mittlerweile unterstützt die Uhr Offline-Karten und Routennavigation. Speziell die Offline-Karten gab es von Anfang an nicht. Die wurden dann mit einem Software-Update nachgereicht. Wichtig ist zu erwähnen, dass ich mir das Gebiet, wo ich dann meine Tour plane, im Vorfeld auf die Uhr runterlade, beziehungsweise mir dieses offline verfügbar mache. Das geht mit der App von Amazfit, die nennt sich SEP und das zeige ich euch jetzt. Ich muss dazu also in die App gehen und klicke rechts unten auf Profil, dann wähle ich meine Uhr aus, die Amazfit Falcon, und weiter unten gehe ich dann auf Karten. Hier kann ich dann ein Gebiet auswählen, welches ich auf der Uhr haben möchte. Ich wähle jetzt einfach hier irgendein Gebiet aus. So, und wir sagen zur Geräte-Download hinzufügen. Wir bestätigen das Ganze. Auf Tour bekomme ich dann den Hinweis, dass Karten zum Download bereitstellen und ob ich sie herunterladen möchte. Ich bestätige das und der Download startet. Und am Schluss bekomme ich die Bestätigung, dass die Karte erfolgreich auf die Uhr runtergeladen wurde. Die Kartennavigation ist nicht schlecht.
Ich bekomme eine Ansicht meiner Position auf der Karte, wenn ich eine Route verfolge, auch ein Höhenprofil und sogar eine Datenseite mit allen bevorstehenden Anstiegen. Es gibt aber zwei Dinge, die mich stören. Auf der einen Seite das dunkle Kartendesign, das erschwert einfach die Ablesbarkeit in der direkten Sonne immens. Und auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, dass das Zoom-Level noch ein bisschen näher am Geschehen ist. Wie ist die Pulsmessung der Amazfit-Felgen? Also die Pulsmessung hat beim Laufen mit der Uhr vorwiegend gut funktioniert. Hier sind zwei Beispiele, wo dies der Fall war. Das erste Beispiel ist ein Wettkampflauf bei 30 Grad auf 5 Kilometer. Hier sieht man, dass mein Puls halt sofort hinaufgeschossen ist, relativ lange oben geblieben und am Schluss sogar noch ein Stückchen höher gegangen ist. Wenn ich jetzt die Messung der Falcon darüber lege, wenn ich sie finde, hier unten ist sie, dann kann man relativ schnell erkennen, dass die optische Messung natürlich ganz am Anfang nicht mithalten konnte, aber nach 2 Minuten sieht man, dass die Herzfrequenz eigentlich korrekt erfasst wurde und bis auf den letzten Anstieg im Zielsprint gut funktioniert hat. Beim zweiten Beispiel habe ich versucht, immer wieder kurze Sprints einzubauen, also man sieht das hier, hier, hier und hier, um einfach den Puls kurzfristig zu erhöhen und zu schauen, ob die Amazfit Falcon diese Änderung erfassen kann. Ich lege hier wieder die Messung der Uhr drüber und man kann eigentlich erkennen, dass das gut funktioniert hat. Es war nicht super, aber auch nicht grottenschlecht. Aber leider gab es auch solche Messungen. Also hier hat über Stunden die Messung überhaupt nicht gepasst und obwohl die Uhr eng genug am Handgelenk getragen wurde, kam es immer wieder zu massiven Fehlmessungen. Sowas ist halt leider inakzeptabel. Und das letzte Beispiel ist die Pulsmessung beim Krafttraining, wo natürlich aufgrund der Bewegung und des Anspannens des Unterarms die optische Pulsmessung richtig erschwert wird. Die Amazfit Falcon hat hier ebenfalls eine eher schlechte Leistung gezeigt. Man hat das Gefühl, dass die Uhr die Pulsänderungen gar nicht erfassen kann und irgendwo in der Mitte herumdümpelt. Aber es gibt natürlich auch eine gute Nachricht. Die Falcon ist mit externen Sensoren koppelbar und somit kann man hier problemlos einen Bluetooth-Brustgurt verwenden. Nächste Thema ist natürlich die GPS-Messung. Bei meinem Läufen habe ich sehr oft bemerkt, dass die gemessene Strecke der Amazfit Falcon im Vergleich zu meinen anderen Uhren fast immer kürzer war. Als ich mir dann halt die GPS-Aufzeichnungen genauer angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass sie leider sehr oft Kurven abschneidet. Hier sieht man so ein Beispiel in Blau die Amazfit Falcon, in Orange die Garmin Epix Pro. Diese ist hier relativ schön am Weg, genauso wie es sein soll. Die Falcon schneidet hier die Kurve komplett ab. Hier ist so ziemlich das krasseste Beispiel einer schlechten Messung der Falcon. Die Epix in Orange ist hier eigentlich relativ schön am Weg geblieben, trotz der vielen Bäume. Hier kann man den Weg ein bisschen erkennen. Und auch hier, wie ich dann wieder auf die Straße rausgelaufen bin, erkennt das die Epix gut und die Falcon nimmt da einfach den Abkürzer durch das Haus wieder zurück auf die Straße. Da die Uhr einen Dualband-Chip verbaut hat, bin ich etwas enttäuscht, da man von der Konkurrenz her weiß, wie gut das eigentlich funktionieren sollte. Ich bin sogar einmal mit der Uhr eine kleine Runde schwimmen gegangen, um einfach zu sehen, wie gut das GPS-Signal im Wasser ist. Ich bin hier oben, wo meine Maus hinzeigt, das ist ein kleiner Steg, hier bin ich oben gestanden, bin hineingehüpft, bin hier runtergeschwommen, hier rüber, dann wieder hier hinauf, ein bisschen schräg und dann bin ich wieder zurückgeschwommen. Das Ganze waren 350 Meter. Ich habe es dann auf Google Maps ausgemessen. Die Uhr hat meine Runde, die ich geschwommen bin, aber nicht so empfunden. Die hat das ganz anders gesehen. Laut der Uhr bin ich nicht ins Wasser gesprungen, sondern bin quasi hier über das Festland, über die ganzen Boote, hier rüber in diesen, keine Ahnung, Schilfgürtel gesprungen. Die Distanz sind 970 Meter. Ja, klingt natürlich mega lustig, aber ist natürlich schon sehr bitter und ich muss sagen, also ja, das geht halt überhaupt nicht. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Ich fange mal bei den positiven Dingen an. Die Uhr sieht schick aus und ist wirklich hochwertig verarbeitet, hier kann man nichts sagen. Die Menüführung ist super flüssig und die Gesundheits- und Trainingsfunktionen wahrscheinlich für den Großteil der Benutzer ausreichend. Und
Die Uhr hat eine wirklich gute Akkulaufzeit, vor allem für eine Uhr mit AMOLED-Display. Wäre ich nicht jemand, der diese ganzen Daten analysiert und vergleicht, dann glaube ich, dass mir diese fehlerhaften Messungen fallweise gar nicht auffallen würden. Aber ich weiß natürlich von Apple, wie gut eine optische Pulsmessung sein kann. Oder von Garmin, wie präzise das Multiband-GPS ist. Und das sind Gründe für mich, warum ich sagen muss, Amazfit, du hast mit der Falcon eine gute Uhr gemacht, aber du bist noch nicht da, wo du sein möchtest. Und vor allem im Preissegment von über 500 Euro findet man Uhren wie die Coros Epix 2 Pro oder die Garmin Forerunner 255 bzw. 265. Das sind halt wirklich starke Uhren. So viel zumindest meine Meinung. Was mich aber natürlich auch interessiert, ist eure Meinung. Schreibt mir in die Kommentare, wie gut euch die Uhr gefällt oder was ihr generell von der Marke Amazfit haltet. Darüber hinaus würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr mein Video liked und meinen Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr auch zukünftig keine Videos und ihr zeigt mir, dass euch mein Content gefällt. Ihr könnt auch natürlich gerne in meine Telegram-Gruppe kommen, Link ist ebenfalls in der Videobeschreibung, wo ihr euch dann mit mir oder anderen zum Thema Smartwatch, Apple Watch, Apps, GPS-Uhren etc. unterhalten könnt. Wie immer wünsche ich euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.